Ich habe Angst. Und zwar zu Recht. Ich habe nachgeschaut, was uns jetzt erwartet, gegnertechnisch, damit ich weiß, welche Taktik ich vielleicht anwenden sollte. Das wird nicht ohne. Das wird richtig scheiße. Das wird mit Sicherheit der schwerste Kampf, den wir bisher hatten. Ich weiß nicht, ob ich den schaffen werde. Also weder beim ersten noch bei sonstigem Anlauf. Und es ist aber dieser eine Kampf, der uns noch vor dem Moment trennt, von dem ich schon so lange rede, in dem wir eben nochmal Spira bereisen werden. Und deshalb, ja, Augen zu und durch. This isn't a faith. It's just an empty statue. That statue lost its power as a faith long ago. It is Lord Zeon, the first faith of the final summoning. What you see before you is all that remains of him. Lord Zeon is... his soul is gone. Gone? You mean there is no final Aeon? But fear not. Lady Yunalesca will show you the path. The final Aeon will be yours. The Summoner and the final Aeon will join powers. Go to her now. Inside, the lady awaits. Yuna, wait! Auron, you knew this was gonna happen, didn't you? Yes. Why didn't you tell us? If I had told you the truth, would that really have stopped you from coming? Yuna. I'm not going back. Kimari knows. Kimari goes first. Yuna is safe. Kimari protect. Ich speichere nochmal. Dann sparen wir uns zumindest diese Cutscene. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also, die hohe Beschwörung ist weg. Die es von Lord Zeon gegeben hätte. Aber wir gehen jetzt zu Lady Yunalesca, um die hohe Beschwörung zu bekommen. Wo ist jetzt genau das Problem? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Someone's coming! Lady Yunalesca. Welcome to Zanarkand. I congratulate you, Summoner. You have completed your pilgrimage. I will now bestow you with that which you seek. The final summoning will be yours. Now, choose. You must choose the one whom I will change to become the faith of the final summoning. There must be a bond between Chosen and Summoner, for that is what the final summoning embodies. The bond between husband and wife, mother and child, or between friends. If that bond is strong enough, its light will conquer sin. 1,000 years ago, I chose my husband Zeon as my faith. Our bond was true, and I obtained the final Aeon. There is nothing to fear. You will soon be freed of worry and pain. For once you call forth the final Aeon, your life will end. Death is the ultimate and final liberation. Your father, Braska, chose this path. It is not too late. Let us turn back. If I turn back, who will defeat sin? Would you have some other summoner and his guardians go through this? But, my lord, there must be another way. This is the only way we got now. Fine. Make me the faith. I've been doing some thinking. My dream is back in the other Zanarkand. I wanted to make that runt into a star blitz player. Show him the view from the top, you know.
But now I know there's no way home for me. I'm never gonna see him again. My dream's never gonna come true. So make me the Faith. I'll fight sin with you, Braska. Then maybe my life will have meaning, you know? Don't do this, Jecht. If you live, there may be another way. We'll think of something, I know. Believe me, I thought this through. Besides, I ain't getting any younger, so I might as well make myself useful. Jecht? What? You're not gonna try to stop me too? Sorry. I mean, thank you. Braska still has to fight sin, Orin. Guard him well. Make sure he gets there. Well, let's go. Lord Braska, Jecht. What do you want now? Sin always comes back. It comes back after the calm, every time. The cycle will continue and your deaths will mean nothing. But there's always a chance it won't come back this time. It's worth trying. I understand what you're saying, Orin. I'll find a way to break the cycle. You have a plan? Jecht? Trust me, I'll think of something. And the cycle went on. We'll break it. But how? What, you got a plan now? If one of us has to become a faith, I volunteer. Me too, Yuna. That still won't change anything, you know? You'd bring the calm, and then what? That won't break the cycle. Listen. You want to defeat Sin and keep Yuna alive. You don't want Sin to come back, yeah? That is just not gonna happen, brother, you know? If you want everything, you'll end up with nothing. But I want everything. Now you're being childish. I give up. So what would an adult do then? They know they can just throw away a summoner, then they can do whatever they like. You're right. I might not even have a chance. But no way am I gonna just stand here and let Yuna go. And what Orin said about there being a way, I think it's true. You'll think of something? Yes. I'll go ask Yunalesca. She's got to know something. You really think she'll help you? I don't know. But I have to try. This is my story. It'll go the way I want it. Or I'll end it here. Wait. You say it's your story, but it's my story too, you know? It would be so easy to let my fate just carry me away, following this same path my whole life through. But I know I can't. What I do with no regrets. Ja, schöne Scheiße. Ich weiß, ich sollte gerade ausgehen, aber bevor ich das tue, möchte ich nochmal speichern. Es tut mir leid, ich bin gerade furchtbar unsicher.
Wir haben jetzt also gehört, was es mit der Hohen Beschwörung wirklich auf sich hat. Eine Garde muss sich opfern, um selbst zur Astra und damit zur Hohen Beschwörung zu werden. Und dann lässt sich Sin für eine kurze Zeit aufhalten. Und es muss einfach eine andere Möglichkeit geben, ihn endgültig zu besiegen, damit das Ganze einen Sinn macht. Ich glaube, wenn es so wäre, dass man Sin wirklich endgültig besiegen könnte, dann würde sich auch jemand opfern und dann würde das ja auch Sinn machen, aber doch nicht für ein paar Jahre. Have you chosen the one to become your faith? Who will it be? Might I ask something first? Will Sin come back even should I use the final summoning to defeat it? Sin is eternal. Every Aeon that defeats it becomes Sin in its place. And thus is Sin reborn. So that's why Jack became Sin. Sin is an inevitable part of Spira's destiny. It is never-ending. Never-ending? But if we atone for our crimes, Sin will stop coming back, yeah? Someday it'll be gone, yeah? Will humanity ever attain such purity? This cannot be! The teachings state that we can exercise sin with complete atonement. It's been our only hope all these years. Hope is comforting. It allows us to accept fate, however tragic it might be. No! Where is the sense in all this? Braska believed in Yevon's teachings and died for them. Jack believed in Braska and gave his life for him. They chose to die because they had hope. Yevon's teachings and the final summoning give the people of Spira hope. Without hope, they would drown in their sorrow. Now choose. Who will be your faith? Who will be the one to renew Spira's hope? No one. I would have gladly died. I live for the people of Spira, and would have gladly died for them, but no more. The final summoning is a false tradition that should be thrown away. No, it is our only hope. Your father sacrificed himself to give that hope to the people, so they would forget sorrow. Wrong. My father wanted to make Spiro's sorrow go away, not just cover it up with lies. Sorrow cannot be abolished. It is meaningless to try. My father, I loved him. So I will live with my sorrow. I will live my own life. I will defeat sorrow in his place. I will stand my ground and be strong. I don't know when it will be, but someday I will conquer it. And I will do it without false hope. Poor creature. You would throw away hope. Well, I will free you before you can drown in your sorrow. It is better for you to die in hope than to live in despair. Let me be your liberator. Now! This is it! Now is the time to choose. Die and be free of pain,
or live and fight your sorrow. Now is the time to shape your stories. Your fate is in your hands. Yuna needs Kimahri. Kimahri protect Yuna. Well, I'm fighting. I can't believe we're gonna fight Lady Yunalesca. Give me a break. You can always run. Ah. I'd never forgive myself. No way. Not if I ran away now. Even in death, yeah? My thoughts exactly. Yuna! This is our story. Now let's see this thing through together. Yay, da haben wir den Salat. Yunalesca. Na prima. Okay. Also ich habe ja jetzt gerade Zeit, solange ich nichts mache. Ich erkläre euch das jetzt kurz. Das ist eben der Kampf, den ich nachgeschaut habe. Den schaffen wir jetzt mit Sicherheit nicht in dieser Folge, aber ich versuch's. Und zwar, Yunalesca wird uns in mehreren Phasen erwarten. Und am Anfang ist sie, glaube ich, noch ganz gut hinzukriegen und dann wird es immer schwieriger. Ich achte jetzt überhaupt nicht darauf, dass alle Charaktere mal dran waren oder sowas. Das spielt für mich jetzt keine Rolle. Ich will nur überleben. Und das wird schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Über die erste Phase mache ich mir keine Sorgen. Die zweite Phase ist schon bedeutend schlimmer. Und die dritte Phase wird richtig heftig. 3 Phasen sind's. Ja gut, sie belegt uns jetzt hier mit Zustandsveränderungen. Das ist mir jetzt gerade relativ egal, muss ich sagen. Blöderweise sehe ich ihre HP nicht. Ich weiß nicht, ob ich eventuell mit Kimahri Analyse zaubern kann. Ich kann es gleich mal versuchen. Wie gesagt, die erste Phase ist jetzt nicht allzu schwierig. Ich versuche es mal. Ich fürchte fast, dass es nicht gehen wird. Oh doch, es geht. Also ihr seht schon 24.000 insgesamt. Sie ist gegen die ganzen Brecher immun und auch gegen ganze Zustandsveränderungen. Das ist jetzt nicht das Problem. Die erste Phase an sich ist nicht das Problem. Ich gebe es jetzt auch auf, mich hier zu heilen. Also mit Zustandsveränderungen also die Zustandsveränderungen zu heilen, das hat relativ wenig Sinn. Weil, also ich kann es ja gar nicht mal versuchen, aber es gibt halt gerade mal Heilung für einmal. Und er hat trotzdem daneben gehauen. Okay. Oh, und sie macht aber ordentlich Schaden. Ich wechsle nochmal kurz zu Yuna. Yuna kann wenigstens ein bisschen die HP wiederherstellen. Ja, ihr wisst schon, dass ich da, was das Kämpfen angeht, nicht die Allerschnellste bin. Aber man muss sich hier wirklich jeden Schritt genau überlegen. Kimahri gegen Wakka, der macht noch einigermaßen Schaden. Auch wenn er momentan blind ist. Ja, es hätte jetzt ja sein können, dass er ausnahmsweise mal trifft. Dann werde ich erstmal Oren selber heilen. Der ist jetzt noch der mit der größten Schlagkraft. Ich beschwöre jetzt auch keine Bestie im Augenblick. Soweit ich weiß. Wieso haut er denn jetzt immer noch daneben? Das gibt's doch gar nicht. Wakka? Das ist doch wohl nicht wahr. Die sind doch gar nicht mehr blind. Okay. Andere Taktik. Also es ist jetzt nicht so schwer hier zu überleben. Das ist nicht das Problem. Es ist jetzt gerade ein bisschen schwer, ihr Schaden zuzufügen. Am Anfang hat es ja noch ganz gut geklappt. Aber wenn sogar Wakka daneben haut, der trifft sonst eigentlich immer. Also, neue Taktik. Was haben wir denn noch Schönes? Ich nehme mal Eisgar.
Ja, ein bisschen. Meine Güte, wird das ein langer Kampf. Ja, und Lulu wird natürlich sofort mit stumm belegt. Das war schon klar, dass das so einfach nicht abläuft. Nee, ich möchte jetzt da noch keine Bestia verwenden. Ich werde froh sein, wenn ich dann am Ende noch Bestia habe. Ja, scheiße. Eigentlich machen die ganz gut Schaden, aber wenn sie natürlich immer daneben hauen, macht das keinen Sinn. Ich muss es ja irgendwie versuchen. Ja, genau. Jetzt hat Waka mal ausnahmsweise getroffen. Das heißt, ich behalte meinen Blindstatus. Das macht eh keinen großen Unterschied. Und versuche irgendwie drauf zu hauen. In der Hoffnung, dass ich ab und zu mal treffe. Das hat keinen Sinn. Ja, okay, Waka ist nicht blind und ja, bis gerade eben. Ich glaube, ich lasse es so, genau. Ich heile mit Yuna und versuche die Zustandsveränderungen halbwegs in den Griff zu kriegen. Und schaue, dass ich mit Waka und Oren drauf hau. Da kriege ich sie zumindest ein bisschen runter. Oren soll sich gerade mal kurz selber heilen, weil ich mit Yuna gleich wieder Waka heilen muss. Ja, wie gesagt, die erste Phase ist noch die einfachste. Die ist jetzt auch nicht wirklich kritisch. Die ist langwierig, aber machbar. Ich glaube, solange jetzt Kimari nicht hier ist, kann ich auch nicht sehen, wie viel HP sie noch hat. Ist Oren gerade blind? Nee, ne? Ich versuche mal mit ihm drauf zu hauen. Ah, jetzt doch. 11.000 hatte sie gerade noch. Ja, der hat jetzt schon richtig schön Schaden gemacht. Okay. Erstmal wieder heilen. Also wie gesagt, das bedeutend größere Problem, das erwartet uns in der zweiten Runde und in der dritten geht es dann erstmal richtig zur Sache. Es wäre ja schön, wenn das Spiel dazwischen speichern würde, aber ich glaube, den Gefallen tut es uns nicht. Ekstase, ich hebe mir die Ekstase auf. Ich kann mir momentan es nicht leisten, für die zweite Kampfrunde nicht auf Ekstase zu sein. Die muss ich möglichst schnell über die Bühne kriegen. Was sowieso schon ganz lustig wird. So, jetzt allzu viel dürfte jetzt nicht mehr fehlen. Eigentlich müsste ich sie gleich haben. Ja, es war jetzt klar, dass es nochmal ordentlich Schaden gibt. 6.800. Wenn ich Glück habe, noch einmal draufhauen, maximal zweimal. Bis dahin versuche ich meine Charaktere auf Vordermann zu kriegen. Walker ist gerade aktuell blind, aber ja, hilft nichts. Wenn er blind ist, dann trifft er nicht.
Gott sei Dank habe ich noch genügend Allheilmittel. Aber ich heile jetzt erstmal Oren, weil der noch ein bisschen mehr Schaden macht. Und jetzt nochmal Waka. Und Yuna heilt sich mal kurz selber. Dann stehen wir nämlich mit allen dreien wieder ganz gut da. Und jetzt hau drauf. 2926. Ja, okay. So, zweite Phase beginnt. Die ganz üble. Eigentlich vor allem aus einem Grund. Mal abgesehen davon, dass Yunalesca jetzt doppelt so viele HP hat, wird sie uns jetzt regelmäßig mit Zombie belegen. Das können wir am Anfang ganz gerne nochmal heilen. Aber gegen Ende dieser Kampfrunde sollten wir das nicht mehr tun. So. Also wir sind jetzt gerade erstmal beschäftigt, unsere Charaktere zu heilen. Jetzt ist sich gerade mal kurz wieder selbst der Nächste. Genau deshalb, weil sie nämlich sofort einen Vitra-Zauber hinterher schickt. Gott sei Dank haben wir genügend Allheilmittel. Medica. So, okay. Sie wird es gleich wieder tun. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. 48.000, okay. Und jetzt bitte klappt wenigstens. Okay. Ja, 5.908, besser als nichts. Ja, und jetzt tut sie es nämlich wieder. Also wir werden jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit genau damit beschäftigt sein, unsere Charaktere irgendwie am Leben zu erhalten. Ja, toll. Ich hatte doch mit Yuna gerade Medica gezaubert gehabt. Ich verstehe das gar nicht. Daneben? Okay, dann machen wir das nur noch mit Items in Zukunft. Die helfen wenigstens. Yuna ist auch bald auf Ekstase. Darauf warte ich ja so ein bisschen. Okay. Irgendwas Sinnvolles. Kimari. Lulu. Immun ist sie so gegen ziemlich alles, also am besten draufhauen. Oh, wieso jetzt daneben? Was soll denn das? Oh, jetzt geht das wieder los. Das gibt's doch nicht. Ich habe sie gerade erst alle geheilt gehabt. Also so komme ich ja nie voran. Vor allem gehen mir dann irgendwann mal die Allheilmittel aus. Noch habe ich ja genug, aber... Wenn er jetzt schon daneben haut... Ja, und gleich nochmal. Ich komme hier überhaupt nicht mehr zum Zug. Jetzt, ne. Okay, ich nehme jetzt einen neuen Charakter. Und hau jetzt erstmal drauf. So. Immerhin. Ich komme ja gar nicht mehr zum Heilen hier. Moment, ich habe gerade eine Idee. Damit wir mal ein bisschen zügiger hier vorankommen. Okay, die scheinen alle okay zu sein. Erstmal Yuna selber heilen. Ja, Kimari macht halt nicht sehr viel Schaden. Jetzt kommt wieder Höllenbeißer.
Waka ist noch im Zombie-Zustand. Das heißt, ich kann ihn nicht heilen, aber ansonsten schadet es gerade nicht so sehr. Regina. Ach, geil. Sie hat es bei Kimari gemacht. Der war ja gar nicht im Zombie-Zustand. Okay. Oren. Der ist aktuell auch nicht im Zombie-Zustand. Das heißt, ich könnte ihn sogar heilen. Aber im Moment will ich erstmal nur draufhauen. Ja, das war jetzt klar. Okay. Nochmal kurz Hast an alle, damit es Oren auch abkriegt und Waka auch. Ekstase Waka. Ja, scheiße, okay. Okay. Oren haut drauf. Ja, das einzig Blöde ist, dass ich sie halt gerade nicht heilen kann. Er ist jetzt gerade im Blindzustand gewesen, hat trotzdem getroffen. Er auch. Okay, und jetzt austauschen. Damit sie nicht gleich getötet werden durch Vitra oder Regina. Und nochmal Hast über alle. Gegen Riku. Ich würde ja eigentlich gerne... Moment. Halt. Nein, gegen Yuna. Yuna ist nämlich okay. Und Yuna kann jetzt mal kurz Tidus heilen. Gott, ist das alles kompliziert. Ja, genau. Jetzt werden sie gleich wieder alle erwischt. Okay. Austauschen. Draufhauen. Das war jetzt nicht die beste Taktik. Halt. Vigra. Das Blöde ist, also ich kann es jetzt ja mal kurz schon mal vorwegnehmen, dass wenn die zweite Runde beendet ist, alle sterben, die nicht im Zombie-Zustand sind. Deshalb muss ich da immer ein bisschen drauf achten, dass ein paar eben im Zombie-Zustand bleiben. Aber jetzt macht's... Genau, jetzt ist gut. Wir sind nämlich ziemlich am Ende der zweiten Runde. Es tut mir jetzt gerade leid, dass die Folge so furchtbar lange dauert. Aber wir hauen jetzt mit allen nochmal drauf. Haben jetzt 3 Charaktere im Zombie-Zustand im Gefecht. Genau. Und wenn sie jetzt diesen Zauber benutzt, der alle tötet, die nicht im Zombie-Zustand sind, dann kommen wir mit allen 3 Charakteren durch. Ich weiß jetzt nur eines nicht, nämlich ob... Medusa... vernichtet, ja. Ich weiß nicht, ob sie diese Attacke jetzt häufiger bringt. Wenn die jetzt wirklich nur dieses eine Mal kommt, dann könnte ich jetzt eigentlich guten Gewissens alle Charaktere heilen. Ich würde sagen, weil die Folge ja schon relativ lange dauert, wir machen an dieser Stelle morgen weiter und beenden dann hoffentlich erfolgreich den Kampf mit Yunalesca. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir überhaupt bis hierher so erfolgreich kommen. Und ja, dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dann. Tschüss.